Hallo! Wir sind's wieder, die Piranhas von Piranha Bytes, von das Ganze hier. Oben unterm Dach, bla, sind wir hier ganz schön durch jedes Mal. Ja, wir müssen ja auch immer ein paar Sachen vorbereiten, bevor wir hier uns hinsetzen einfach. Und heute, ja, war das schon ein Bug? Ich würde sagen, es ist ein Glitch. Das war ein Glitch, ne? Okay. Heute reden wir über Bugs, ja, und Sachen, die schieflaufen können. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ja. Was waren die miesesten Bugs, die dir je untergekommen sind, ohne den Titel zu nennen? Und die haben Folgendes gesagt. Ich habe mir in einem Bundle ein paar Spiele gekauft, habe den ersten Teil davon gespielt und im Tutorial habe ich mich gedreht und seitdem drehe ich mich wahrscheinlich immer noch im Computer, weil das einfach nicht aufgehört hat, auch mit Neustart nicht. Ich konnte meinen Spielstand nicht mehr laden. Es sind halt immer so Sachen wie man stockt an einer Stelle, man hängt in einem Felsen fest, es gibt kein Reset-Feature oder es funktioniert nicht. Oder es gibt ein Autosave an einer total beschissenen Position zum Beispiel. Also ein geiler Bug, den ich mal hatte, war, ich habe ein Viech umgehauen, das ist die Klippe runtergefallen. Dabei ist aber irgendwie eine Pfote von dem Ding am Felsen hängen geblieben und das wurde dann wie ein Gummiband 100 Meter entlang gezogen und ist wie wild durch die Welt geflitzt. Dann der Klassiker unsichtbare NPCs, das ist was einen immer wieder erschrickt und belustigt zugleich. Ja, generell finde ich es einfach geil, wenn irgendwas unvorhersehbar rumzappelt. Das ist, wenn man die Aktionstaste drückt, um mit jemandem zu sprechen, dass man dann springt, weil doppelt belegt. Oh, ah. Schwebende Charaktere, schwebende Büsche und irgendwie so fliegende Schwerter, die sich so Richtung Gegner, also als Spieler so bewegten, also das habe ich noch so in Erinnerung, ja. Also ich muss eher an unsere eigenen Spiele denken und da hatten wir teilweise fiese Bugs, die halt nicht so richtig in unserem, die wir nicht wirklich fixen konnten, weil sie halt zwischen unserer Engine und der Hardware sozusagen lagen und wir dann hier tagelang versucht haben, Microsoft und Unity irgendwie dazu zu bewegen, und diese Bugs rauszunehmen. Das hat schlaflose Nächte gemacht und insofern da erinnere ich mich am meisten dran. Festhängen in der Umgebung tatsächlich. Vor allem, wenn man dann auch abgespeichert hat, das ist dann ganz fies, dass man dann einfach mal komplett das ganze Spiel von vorne anfangen muss. Ich gehe durch eine Tür und bleib stecken. Oder ich stelle mich hinter eine Tür, eine Kollege öffnet mir die Tür und ich bleib dahinter stecken. Oder ich stehe auf einer Toilette und dann kommt ein Kollege rein und ich will raus und er will rein und dann verbugge ich mich sozusagen in der Badewanne. Ja? Sei der Busch. Alles, was das Safe Game crasht. Da ist mir halt irgendwann mal das Spiel gecrasht und dann war das Safe Game kaputt. Und das war so ein Roguelike-Spiel, also du hast Charaktere hochgezogen, wenn die gestorben sind, waren die ganz futsch. Und es ist dann halt irgendwann einfach so Freeze, wie man es kennt, auf den Desktop geworfen, ich logge mich ein, Safe Game corrupt und ich denke mir, nein, das ist nicht euer Ernst, ich habe über 30, 40 Stunden daran gespielt. Das ist nicht euer Ernst. Das ist das Schlimmste, wenn dein Fortschritt einfach mal zunichte gemacht wird. Ich glaube, irgendwo steckte ich auf einmal irgendwo fest und ich kam nicht mehr vor und nicht mehr zurück und nach dem Neustart war mein Stand weg. Also es gibt schon irgendwie einen Unterschied zwischen so richtigen miesen Bugs, ja? Also es gibt unterschiedliche Kategorien von Bugs. Es gibt richtige Bugs, Designfehler, Glitches und Mojo fehlt, ja? Würde ich jetzt mal so kategorisieren, mal ganz so gratis blanko. Haben wir mal hier aufgehört. Was sind denn richtige Bugs, die richtig nerven? Hatten wir eben gehört, ja? Zum Beispiel, wenn man durch den Boden fällt, ja? Oder wenn das Safe Game weg ist. Das heißt, wenn das Ding einem daran hindert zu spielen. Ja. Das ist natürlich zappenduster. Das sind die bösesten Bugs, die man haben kann. Ja. Die keiner will. Weder wir noch ihr. Ja, da gibt's auch noch irgendwie versteckte Bugs, ja, die man nicht so offensichtlich sehen kann, ja, die aber auch ziemlich mies sind. Ne? Wenn zum Beispiel so ein Umrechnungsfaktor irgendwie nicht so funktioniert, wie er funktionieren soll, beim Trade zum Beispiel, dass man ziemlich schnell kein Gold mehr hat, dann heißt es irgendwie, das Balancing ist kacke, das ist aber eigentlich ein Bug. Ja, das sieht nicht unbedingt jeder sofort. Das sind so richtige miese Dinger, so, ja, dass man ziemlich schnell kein Gold mehr hat und nicht weiterkommt und dann irgendwie in der Gegend rumdümpelt und so. Das ist ziemlich mies. So. Dann gibt es Designfehler. Ich habe mal hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Zu umständliche UI. 5 Klicks, um ein Schwert anzulegen. Keine Ahnung, wie viele wir brauchen. Ja?
aber am besten ist es, wenn man bei uns es in die Quickslot-Leiste packt, dass man mit einem Klick ein Schwert anlegen kann. Zum Beispiel. Ne? Und Designfehler wäre es, ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne von Fernkampf auf Nahkampf wechseln und man müsste jetzt erstmal das Menü aufmachen und hier nochmal und dann müsste ich ins das wäre ein Designfehler. Das ist eigentlich auch ein Bug, ja. Aber es ist halt einer, der eigentlich daran hindert, das Spiel zu spielen. Aber es ist schon ein Designfehler. Ne? So, was haben wir da noch? Ja, das Inventar ist zu schnell voll, nerviges Hin- und Herlaufen. Bei uns gibt's das nicht. Ne? Aber es wäre ein Designfehler, wenn man zu stark, sag ich jetzt mal, das reglementiert, dass man ständig immer zur Homebase laufen muss oder zum Trader laufen muss, um Sachen zu verkaufen und so weiter. Das würde ich dann auch als Designfehler bezeichnen. Ja, wenn so kleine Sachen, die eigentlich eine gute Idee sein sollten, dich auch daran hindern, das Spiel weiterzuspielen, im Grunde genommen. Ganz genau. Ne? Oder wichtige Informationen kommen zu spät. Ich weiß gar nicht, wer ich bin, was ich tun soll, irgendwie so. Und dann später wird ein irgendwie so ab der Mitte ach so ist das alles irgendwie, das könnte auch ein Designfehler sein. Das ist dann ein Story-Designfehler. Zum Beispiel. No? Was haben wir da noch? Oder Tutorial erklärt zu wenig. Ist auch ein Designfehler. Das heißt also, dass man sich dazu entschieden hat, ach, das weiß der Spieler alles. Muss ja nur rechts klicken und WASD und dann läuft das. Ja, einige Sachen, die man sich so ausgedacht hat, sollten vielleicht mal besser erklärt werden. Ja? Macht man gerne, wenn man zum Beispiel Folgetitel macht und davon ausgeht, dass die Spieler vielleicht den davor schon gespielt haben. Das ist aber oft nicht so. Ja. Ne, oft steigen Leute halt erst recht spät in die Reihe ein und auch dann muss das Spiel natürlich nochmal alles erklären. Ne? Genau, richtig. Ne? Erst einmal einen Kampf machen, erst einmal ein Inventar aufmachen. Was sehe ich denn hier überhaupt alle für Blips und Blöps und so weiter? Und sonstiges. Ne? Also das ist schon cool. Oder eben nicht cool. Und Balancing-Probleme, ja, hatte ich gerade angesprochen, ne? Oft auch Designfehler. Ne? Ja, dann gibt es Glitches, Fehler, die eher kosmetischer Natur sind. Ja, das sind halt zappelnde NPCs, die rumlaufen, die irgendwie einen Knick haben oder so. Ja, das sind Glitches. Das Spiel funktioniert ja trotzdem. Ne? Die Annie läuft unrund oder so, der hat immer so einen Knick im Latschen oder sowas. Ja? Oder solche Dinge. Texturen flimmern, das ist der beliebteste Bug, den liest du in jedem Spiel, und zwar dieser Z-Fight-Gedöns. Ja? Du hast einen Fußboden oder legst du einen Teppich drauf. Und wenn du den zu nah an den Boden machst, ja, dann kriegt bei einer bestimmten Winkel oder bestimmten Kamera-Entfernung oder so, die Engine weiß da nicht mehr so genau, ist der Teppich jetzt unterm Boden oder überm Boden, und dann flimmert das so. Ne? Normalerweise ist es so, dass man Teppichböden auch immer am liebsten immer ein Stückchen höher legt als der Boden, ja, dann funktioniert das. Dann oder die Teppiche so designt, dass die so gewölbt sind, dass so ein Z-Fight gar nicht erst stattfindet. Aber ab einer gewissen Distanz gibt es Rundungsfehler, ne, wie so Programmierer das nun mal machen, dass es dann halt auch schneller geht, die Performance verbessert und so weiter und dann nicht akkurat wirklich ist und dann gibt es Z-Fight. Ne, das ist einmal die eine Textur, ne, flimmert die Wand oder der Boden oder sowas. Das ist ein sehr beliebter Glitch. Ja, und im anderen Fall kommt man zu einem meiner Lieblingsglitches, der schwebende Stein. Ja, das funktioniert auch wunderbar und kommt auch in jedem Spiel irgendwie vor, weil das einfach in der Natur der Sache liegt irgendwie. Das ist ein einzelnes kleines Objekt, was irgendwann von irgendwem mal irgendwo hingetan wird und irgendwer irgendwann woanders macht dann den Boden anders. Oder wir haben es auch so, wir packen unterschiedliche Sachen in unterschiedliche Sektoren. Das heißt, es arbeiten nicht alle bei uns gleichzeitig in derselben Welt. Das würde gar nicht gehen. Also hat jeder seinen eigenen Sektor. Ja, jeder hat einen eigenen Bereich, den er bearbeiten kann, ohne dass er von den Sachen der anderen beeinflusst wird. Und wenn der dann nicht pfiffig genug ist, irgendwie alles, was die anderen gerade machen, gleichzeitig anzumachen, oder das ist halt so, dass jemand gleichzeitig an einer ähnlichen Stelle gearbeitet hat, dann kann es sein, dass sich Objekte oder so mal überschneiden und jemand gleichzeitig am Boden oder an den Objekten gearbeitet hat oder sowas in der Art, oder irgendjemand ein Item auf einen Stein legt, den jemand anders gerade gelöscht hat, und dann schwebt das Item in der Luft. Sowas kann passieren, soll natürlich nicht, und man versucht immer schön in Reihe zu gucken, dass man immer alles im Level hat und solche Fehler nicht passieren, aber im Laufe eines großen Projektes, das sehr lange dauert, passiert sowas natürlich trotzdem immer mal wieder. Genau. Ne? Ja, was hat man da noch? Andere Kleinigkeiten, die eigentlich einem an Weiterspielen nicht hindern, wie zum Beispiel Schwert zu klein dargestellt, obwohl es mehr Schaden macht als ein Schwert, was größer dargestellt ist oder sowas. Ja, das sind halt Glitches. Das sind Dinge, die sind nicht so schlimm. Wenn man zu viele davon einbaut, dann wird es irgendwann doch schlimm, weil dann sagt man, was hat denn für eine verbuggte Scheiße, obwohl es eigentlich nur Kosmetik ist, aber trotzdem findet man es nicht gut. Ne?
Ja, jetzt kommen wir zum letzten. Das Spiel kann noch so fertig sein, noch so bugfrei sein. Das Mojo fehlt. Das Spiel macht keinen Spaß. Ja. Woran kann das liegen? Zu viel Repetitives kann ein Problem sein. Das heißt, dass sich Dinge zu oft wiederholen. Dass man immer wieder dasselbe machen muss. Und dann ist es irgendwann langweilig. Und dann ist es irgendwie das Spielspaß. Ist das ein Bug? Ist das ein Designfehler? Schwierig zu sagen. So, das Spiel ist ja eigentlich da und es funktioniert, aber So, zu weite Wege, dadurch Leerlauf, das Pacing, ne? Dass man halt zu lange irgendwie warten muss, bis das nächste irgendwie passiert. Funktioniert das Spiel auch, aber es ist halt zu langwierig und so. Ist das ein Designfehler? Ist das ein Bug? Schwierig zu sagen. So, ne? Ein Spiel ist zu schwer. Das frustriert mich. Ja? Ist das jetzt ein Designfehler? Es gibt auch Leute, die finden das geil. So richtig knackig schwer oder irgendwie sowas. Ne? Und und wenn Leute aber sagen, das ist mir zu leicht, das ist genau das Gleiche. Ja? Ist ja auch so. Ne? Ja, mir macht das Spiel keinen Spaß. Warum nicht? Mir fehlt die Herausforderung. Nächsten fragst du, mir macht das Spiel keinen Spaß mehr. Irgendwie, ja, das ist irgendwie, die haben das Tuning vermurkst, das ist mir zu leicht. Hast du beides. Ja? Naja gut, worauf muss man denn achten, dass man keine Bugs anbaut? Jetzt mal so die richtigen Bugs. Ne? Das ist ja die interessante Frage. In erster Linie Sorgfalt. Ja? Das heißt, dass man sorgfältig arbeitet, dass man gründlich arbeitet. Ja. Dass man Sachen nicht macht, die potenziell bugförderlich sind, am besten. Ja? Man möchte ja immer irgendwie eine geile Geschichte erzählen, man möchte irgendwie geile Features einbauen und so. Aber wenn man sie einbaut, jede Änderung, die man macht, hat auch irgendwelche Probleme, zieht irgendwelche Probleme nach sich. Deswegen ist es auch so schwierig, noch größere Änderungen zu machen, wenn ein Spiel mal draußen ist. No? Ja. So. Keine Ahnung, hast du schon mal ein Spiel gesehen ohne Bugs? Nein. Ohne Glitches auf gar keinen Fall. No? Ohne Bugs, ja, ist mir schon mal ne? Also, dass man sagt, okay, das Spiel ist so, wie es gemeint ist, ne? Macht mir auch Spaß, hat wenig Glitches oder gar keinen, also doch, ja, das ist aber meistens so die kleineren Games, ja. So die großen, sowas, die Größe, die wir es machen, so, eigentlich nicht, nein. Ja, so ähnlich ist es mir auch gegangen. Ja. Ne? Also je größer und komplexer das Spiel, desto, eher findest du auch vor allen Dingen irgendwelche Glitches am Ende noch im Spiel und dann zu sagen, irgendwie das Spiel ist komplett glitchfrei, das funktioniert gar nicht. Glitch? Ja, das geht gar nicht aus der Natur der Sache heraus, würde ich sagen. Ja, ich habe damals immerhin schon vor 10 Jahren irgendwie bei der QA angefangen und das ist ein Prozess, das zu lernen und zu verstehen, wie das funktioniert. Bei uns, ich meine, wir sind nur knapp 30 Leute und wir arbeiten von Anfang an alle in demselben Projekt herum. Und jeder macht seinen Bereich und seine Features und seine Verbesserungen. Im schlimmsten Fall die wichtigen großen Systeme. Irgendjemand fudelt gerade an der Engine rum, ja. Und die anderen, die arbeiten schön fleißig an ihren Blips. Und dann ist auf einmal alles im Arsch. Sowas passiert immer mal wieder während der Entwicklung, weil es in der Natur der Sache liegt. Gerade wenn man große Schritte nach vorne machen will. Weil jetzt neue Grafik-Tools gibt oder irgendwelche anderen Sachen, dann funktioniert auf einmal der ganze Rest, der davon abhängig war, irgendwie überhaupt nicht mehr. Und dann braucht es immer so ein paar Wochen, bis man das alles wieder aufgeräumt hat. Und so funktioniert im Grunde genommen Entwicklung, ja. Wir arbeiten alle immer daran, dann geht was kaputt, dann machen wir es wieder heile, dann machen wir es wieder schön, dann machen wir es irgendwie anders irgendwie und dann kommt wieder einer mit der Keule und dann fällt mal alles aus und dann macht man wieder weiter. Und das ist ein normales Arbeiten im Grunde genommen. Und im besten Fall irgendwie laufen die Systeme eine Zeit lang mal richtig schön stabil, dann kommt man echt ordentlich voran irgendwie, bis einer sagt so, ja, nächste Woche müsste ich aber irgendwie mal irgendwann den Button drücken und dann denken schon, dann bis dahin versuchen wir mal einigermaßen unseren Kram irgendwie ins Reine zu bringen, irgendwie, damit nichts Schlimmes passiert. Und deswegen machen wir das so, dass am Ende einige Bereiche dann eben nicht mehr angefasst werden, die schon ziemlich safe sind oder nahezu fertig und sicher und so. Und dann muss man ganz vorsichtig da nochmal reinarbeiten irgendwie, damit man nicht irgendwie die Keule schwingt und den anderen alles kaputt macht.
Und irgendwann ist man dann so weit, dass man sagt, hey, haben wir noch Bugs? Nee, wir können keine finden. Komm, lass noch mal irgendwie die Horde an Spielern drüber laufen. Die haben jetzt auch nichts gefunden. Oh, das sieht gut aus. QA meinst du, ne? Genau, die QA. Ja. Das sieht gut aus. Ich glaube, das können wir erstmal so eintüten. Ne? Und irgendwie, wenn dann noch mal einer irgendwie sitzt, der dann irgendwie, ich glaube, ich habe hier noch mal irgendwie so was, das tue ich da auch noch mal eben schnell mit rein. Irgendwie kann es sein, dass er alles kaputt macht. Das ist richtig. Und deswegen Und passiert auch nicht selten. Ja, Ja. ne, weil, es wäre ja noch so schön. Es wäre so schön, wenn das kleine Feature noch ins Spiel käme. Das heißt, kommt man zum zweiten Punkt, worauf man achten muss, den ich hier stehen habe, nicht zu viel vornehmen. Ja. Ja, irgendwann ist auch mal gut, irgendwann ist es halt fertig. Und dann braucht man nicht so, vor allem nicht vor kurz vor Schluss noch irgendwie Ideen und versuchen unbedingt umzusetzen. Wenn es Kleinigkeiten sind, die nichts irgendwie wirklich beeinflussen, so, ja, dann ist das okay, aber eigentlich darf man das nicht. Es kommen häufig Fragen auch aus der Community, warum baut ihr denn jetzt nicht, am besten nach Release sogar, irgendwie in einem Patch mal eben noch eben das und das Feature ein? Ja. Weil genau das dann passiert, ja. Mal eben geht nichts. Nee. Und gerade Features, die das Spiel vorher noch nicht konnte, irgendwie, jemand meint mir, mach doch mal eben irgendwie einen neuen Reiter in die GUI. Ja. Um Gottes Willen. Jetzt am Ende noch einen neuen Reiter in die GUI einbauen? Ne? Im schlimmsten Fall machen wir das komplett irgendwann setzt sich das alles, ne, wie so ein Bodensatz beim Kaffee und so, ne, und dann ist das alles schön ruhig und unten und so, ja, und sobald du irgendwo was dann wirbelt alles wieder auf, so ist das, ne, und dann hast du wieder die Probleme. Ja. Da macht irgendjemand irgendeinen Fehler und dann crasht das Spiel irgendwie jedes Mal, wenn du die GUI aufrufst oder so ein Mist. Das ist richtig. Ne? Sowas will man nicht, deswegen vermeidet man das. Und dann kommt man wieder zu Punkt 1, Sorgfalt. Sorgfalt. Und Punkt 3 ist hier grobe Fehler, die man sieht, sofort beheben. Heißt also, wenn man sagt, ach, das mache ich später, machst du nicht. Vor allem andere, die implementieren auf deinem Fehler drauf, alles nochmal irgendwie obendrauf. So, ja. Dann, ach, wieso, eben hat es noch funktioniert. Ja, jetzt habe ich einen Bug gefixt, jetzt funktioniert es nicht mehr. Das ist das ist nicht gut. Ja. Und umso mieser ist es, wenn so richtig schlimmer Bug oder so erst spät auffällt, ja, und dann geändert wird und dann viele Sachen nach sich zieht. Naja, gut. Gut, ja, es gibt einige Sachen, die wir noch darüber erzählen könnten, aber ich würde mal sagen, das war's dann. Ne? Hast du denn irgendwie im Laufe deiner Geschichte einen Lieblingsbug gehabt? Ein Lieblingsbug? Ja, einen, den du richtig lustig fandst. Lustig? Ja. Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Bugs sind für mich irgendwie so, ich bin aber auch Klingone, ne? Also ich reg mich dann tierisch drüber auf, so, warum ist mir dieser Fehler passiert oder wem auch immer der passiert ist, ja. Ich möchte gerne, dass das reibungslos läuft. Ich bin ja auch Projektleiter und so lustige Bugs gibt's für mich nicht. Ja. Also das ist so, ja, vielleicht den einen oder anderen so, ja, aber eigentlich selten. In der Entwicklung ja, aber wenn das Spiel draußen ist, gibt's für mich keine lustigen Bugs mehr. Ne? Ja, das verstehe ich, den Unterschied, ne? Ja. Also das habe ich auch. Also während der Entwicklung finde ich einige Sachen ziemlich komisch, die dann nicht funktionieren oder noch nicht funktionieren, wie die dann aussehen. Ja. Während ich nach Release natürlich nicht mehr irgendwie sowas sehen will, was Kacke ist, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. War das noch zu Risen 3 Zeiten irgendwie? Dann, da gab es mal einen Fehler. Jedes Mal, wenn der Spieler sich gerollt hat, dann wurde der kleiner und hat sich in sich zusammengekronkelt. Ja, okay. Ja? Das ist lustig. Das fand ich auch total geil. Das war so bescheuert. Ja. Ne? Oder was ich auch sehr geil fand, war ein Bug. Wie ist das denn zustande gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich glaube, das war ein Morphin-Bug. Morphin? Ja, da ist irgendwie eine Berechnung falsch gelaufen. Ja, hat immer irgendwie einen Wert immer kleiner, bei jeder Rolle irgendwie kleiner zurückgegeben. Genau, und der hat sich dann irgendwie immer mehr die Knochen gebrochen irgendwie. Ja. Und sah total bescheuert aus. Ja. Und ein ähnlicher Bug irgendwie, ich glaube, aus demselben System, weil das halt sehr heikel war im Bauen, war, wo der Spieler immer so besoffen aussah. Da bist du durch die Gegend gelaufen irgendwie und der torkelte dann irgendwie so total besoffener irgendwie. Da habe ich gedacht, das ist so geil, das ist schon fast ein Feature. Ja. Aber das hat meistens mit Animationen zu tun. Ne? Die sehen, wenn Animationen irgendwie komisch sind, ne, dann sieht das meistens lustig aus. Ja. Das stimmt. Es gibt ja auch Leute, die haben als Sicherung dafür, dass du das Spiel quasi nicht crackst, Bugs eingebaut, die dir dann passieren, wenn du das Spiel als illegale Kopie ziehst, ne? Da gab's auch immer mal ein paar witzige Sachen. Ja, wir haben die Monster groß skaliert oder so. Dann hattest du irgendwie 5 Meter große Scavenger und so ein Zeug. Das finde ich auch cool, ja. Okay.
Bugs mit Absicht. Bugs mit Absicht. So, das war's. Dann kommen wir zur nächsten Sektion der Trophy Box. Ja. Ja. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Bild haben wir wieder. Jenny weiß gar nicht, was das ist. Das ist Kukanitsch. Das ist Kukanitsch, ja genau. Man kann auf diesem Bild erkennen, ja, dass er lacht. Und zwar haben wir für ihn ein Emoji eingebaut. Und zwar hier oben kann man das sehen, dieses Kätzchen, ja, mit dem mit der Angelrute oder so, ja. Das haben wir deswegen gemacht, weil er einer der wenigen großen Amerikaner waren, die unseren Spiel gestreamt haben. Und zwar ziemlich lange und ich glaube, der hat es auch durchgespielt. Ja, und der hat es schwer auch nochmal gespielt. Der hat es nochmal in schwer gespielt und so, ne? Und das ist für uns auf jeden Fall eine Trophäe am Ende des Tages so, weil das hat uns sehr geholfen, dass sehr viele Amerikaner am Ende dann auch gesagt haben, oh, das sieht aber interessant aus, das gucke ich mir mal an, so. Und vielen Dank, Kukanitsch, an der Stelle, weil das war schon eine Ehre für uns. Vielen Dank. Dann wären wir damit durch. Ja. Ne? Und ich würde mal sagen, dann vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mal eure Kommentare unten rein, was ihr von dem Kram hier haltet und ob wir was verbessern können oder welche Fragen ihr habt an uns. Ja. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Ja. Macht's gut. Ciao. Hallo. 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 Sag du auch mal Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, ich kann das nicht erst erkennen, das ist so weit weg und so klein. Ja, ich sehe das schon. Gut. Super. Alles klar.